Heute zeige ich euch meine enttäuschenden Produkte, also Produkte, von denen ich mir persönlich mehr erwartet habe oder die bei vielen sehr, sehr beliebt waren, aber für mich einfach gar nicht funktioniert haben. Und auf jeden Fall ist die Sache sehr subjektiv, also genauso wie bei Favoriten. Da kann ein Produkt mir gefallen, den einen aber nicht, oder es funktioniert bei allen anderen, bei mir komischerweise nicht. Also mal so gucken, aber es ist halt gut so, sich mal mehrere Meinungen einzuholen. Deswegen dachte ich, es ist trotzdem ganz spannend, mal meine enttäuschenden Produkte vorzustellen. Ich fange mal mit dem ältesten Produkt an, und zwar ist es einer meiner ersten MAC-Produkte. Also schon, das steht schon ein paar Jahre bei mir im Regal. Und zwar ist das dieser Lippenstift in der Farbe Nude, und das ist so ein sehr, sehr helles Nude, ein Satin-Finish. Und ich dachte ursprünglich, dass das echt so das perfekte Nude wäre, aber auf gar keinen Fall für meinen Hautton. Also für mich ist das viel zu hell. Ich weiß gar nicht, wie ich den überhaupt irgendwie benutzen konnte, weil das sieht sehr, sehr schnell tot aus, und ich finde auch, dass die Konsistenz oder die Formulierung oder was weiß ich sehr, sehr austrocknend ist. Also es sind ja nicht alle Lippenstifte von MAC austrocknend, aber dieser einfach extrem. Der ist fast schon pudrig irgendwie, fast als würde man Make-up auf die Lippen machen. Also ich glaube, der funktioniert wirklich bei fast keinem. Ich weiß gar nicht, irgendwie hat den einer von euch und fährt damit gut? Ja, also vielleicht bei ganz hellen Hauttypen, weiß ich nicht, aber für mich ist das echt so ein Griff ins Klo. Ich glaube, ich habe das früher immer so mit Cremes oder so angemischt oder ganz viel Lippenbalsam und das dann aufgetragen oder nur so aufgetupft höchstens, aber selbst dann muss man halt sehr vorsichtig sein. Aber seid gewarnt vor diesem Lippenstift, weil mit dem kann ich eigentlich so im Großen und Ganzen echt gar nichts anfangen. Als nächstes habe ich wieder ein Lippenprodukt, und das wurde wirklich sehr, sehr oft gehypt, beziehungsweise ist immer noch sehr beliebt bei vielen Beauty-Leuten im Internet und so weiter, und deswegen habe ich es mir auch damals gekauft, weil es wirklich oft empfohlen wurde. Und zwar sind es die Lip Butters von Korres oder Korres, wie auch immer. Das ist so eine getönte Lippenpflege, also ein getönter Lippenbalsam, und die gibt es in verschiedenen Farben, in 4 bis 5 glaube ich. Und ich habe die Farbe Mango, also so ein koralliges Rot würde ich jetzt sagen. Und die Farbe an sich finde ich auch wirklich sehr schön. Und auf den Lippen kommt sie auch wirklich sehr schön raus. Aber ich finde, die Pflegewirkung ist einfach so gut wie gar nicht vorhanden, finde ich. Und da hatte ich echt schon viel bessere Lippenpflegeprodukte ausprobiert. Und bei denen habe ich entweder keine Wirkung gesehen oder fast schon das Gefühl gehabt, dass es irgendwie juckt oder irgendwie unangenehm auf den Lippen ist. Also weiß ich nicht, den würde ich dann halt echt nur so als so dekorative Kosmetik benutzen, also echt nur für die Farbe oder so. Aber ich weiß nicht, was da drin ist, aber von der Wirkung her habe ich jetzt nichts gesehen, muss ich sagen. Als nächstes habe ich ein Produkt, was ich damals extra in Paris gekauft habe, weil dort die französischen Apothekenmarken ja günstiger sind. Und zwar ist das Hydra Bio Serum von Bioderma. Und das sollte ursprünglich ein Dupe zu dem Hyaluron sein, also eine Creme oder ein Serum, was auf Hyaluronsäure basiert und sehr gut Feuchtigkeit spenden soll und einfach nochmal zusätzlich unter die normale Feuchtigkeitspflege oder Tagescreme eher nochmal aufgetragen werden soll. So, und das klang eigentlich auch sehr vielversprechend, aber davon habe ich einfach mega den Ausschlag oder eine allergische Reaktion bekommen, also so an den Wangen mega die Pickel irgendwie, die auch so jucken und rot sind, also echt nicht schön, und es kam auch hundertprozentig von diesem Produkt, weil ich nichts anderes verändert habe in meiner Gesichtspflegeroutine. Und es hat auch jemand geschrieben, dass sie genau die gleiche Erfahrung mit diesem Produkt hatte, also so ein Pickelausschlag danach. Und das finde ich leider sehr, sehr enttäuschend. Ich habe mir davon echt mehr erhofft. Und ich hatte eigentlich auch immer sehr positive Erfahrungen mit Bioderma, aber das ist wohl eins der eher risikobehafteten Produkte. Auf der Inhaltsstoffliste war, glaube ich, Silikone doch überraschend weit oben, und ich weiß nicht, was da noch drin war, was dann so diese Reaktion wirklich verursacht hat. Aber ja, solltet ihr einfach mal bedenken und Achtung bei diesem Produkt ein. Als nächstes habe ich ein für viele bestimmt sehr überraschendes Produkt, weil das ist ein wirklicher Bestseller, und ich glaube, es ist der meistverkaufte Mascara überhaupt. Und zwar ist das der Bare Real Mascara von Benefit, und den kennen bestimmt viele von euch, weil der eben sehr, sehr beliebt ist. Aber für mich funktioniert er einfach nicht. Also ich habe echt mehrmals versucht, so das kann doch nicht sein, dass es bei mir irgendwie scheiße ist, aber irgendwie so mit meinen Wimpern oder mit der Art, wie ich tusche, irgendwie wie ich die Bürste handhabe, ich weiß es nicht, verklumpen die Wimpern bei mir einfach nur. Also ich habe relativ viele Wimpern, auch sehr dicht und schön schon vorne rein, sehr lang, also da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Aber diese Mascara ist einfach viel zu nass, glaube ich.
Aber selbst wenn ich abstreife, ich muss da so ultra aufpassen, dass es halt nicht blöd aussieht. Was ich ganz, ganz komisch finde, weil Daisy liebt den Mascara, weil der halt auch, ich glaube, wasserfest ist und den Schwung wirklich 1 Million Jahre halten lässt. Und bei ihr sieht es auch so mega aus, aber bei mir, ich trage den auf und habe am Ende nur noch 3 Wimpern oder so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber keine Ahnung. Also ich mache das anscheinend echt so ganz falsch. Aber für mich, also ich finde es schade, aber für mich funktioniert er einfach nicht. Habe es jetzt mehrmals versucht und irgendwie, nee. Als nächstes habe ich einen Highlighter und ich bin wirklich so der Highlighter-Freak irgendwie, weil ich wirklich sehr viele Highlighter mal ausprobiert habe. Und einer, der mich aber leider enttäuscht hat, ist der von NARS. Das ist die Farbe Albatros. Ich will den jetzt nicht aufmachen, weil der so völlig zerschmettert ist. Das zeige ich dann lieber im Close-Up. Aber das ist so ein gelb-goldener Puder-Highlighter. Und da liegt im Allen eigentlich schon das Problem. A, es ist ein Puder, das heißt, man sieht es eigentlich wirklich sehr schnell auf der Haut, finde ich. Und die sind irgendwie ganz besonders. Da muss man wirklich super, super vorsichtig sein und das ganz leicht dosieren, finde ich. Und dann das gelbstichige bzw. goldstichige finde ich irgendwie doch nicht so gut, weil ich finde, dass das sehr schnell künstlich aussieht. Ich finde, das geht irgendwie eher bei sehr, sehr dunkel, bei Leuten mit sehr dunklen Teint sehr gut, aber bei mir zum Beispiel, also eher so mittel, finde ich, sieht das sehr künstlich aus. Da finde ich so silbrig schimmernde Highlighter viel besser und dann auch besser, wenn es ein Creme-Highlighter ist. Bei Puder ist ja meistens, finde ich, sieht es eher künstlich aus, aber der irgendwie, wie gesagt, ganz besonders, irgendwie wiederhole ich mich. Und das ist halt irgendwie mega traurig und irgendwie schade ums Produkt, schade ums Geld und da habe ich mir einfach viel, viel mehr erhofft und das liegt jetzt einfach so rum irgendwie, weil ich glaube, keiner will so ein mega zerschmettertes Puderding haben. Naja. Dann habe ich noch ein Produkt, was von manchen geliebt und von manchen gehasst wird. Ich liebe sie und hasse sie, weil es da wirklich, wirklich auf die Farbe drauf ankommt. Und zwar geht es um die Vernis à Lèvres Lip Glossy Stains von Yves Saint Laurent und speziell um die ganz hellen Lippenfarben, also diese Nude-Farben oder ganz hell rosanen, die sind wirklich nicht sehr gut auf den Lippen. Also die trägt man auf und dann ist nach einer halben Stunde die meiste Farbe schon irgendwie abgetragen oder sammelt sich ganz unschön in den Fältchen oder Lippenrändern. Also es ist wirklich nicht schön, auch der Stain davon ist fast gar nicht zu sehen. Und das finde ich wirklich sehr schade, weil eigentlich finde ich die Produkte wirklich sehr gut, sehr innovativ. Ich glaube, das war eines der ersten Produkte dieser Art. Und die Farbe 9, glaube ich, ist es, also ein super, super sattes Rot, ist wirklich bombengut. Also das hat Silvester bei mir echt so den ganzen Abend gehalten mit Trinken und weiß ich was. Aber die nudefarbenen oder rosanen Farben sind echt nicht gut auf den Lippen. Die haben gar keine gute Performance. Da kann ich wirklich den ganzen Ärger irgendwie verstehen, den viele mit diesem Produkt haben. Aber man sollte echt nicht die komplette Serie sozusagen verurteilen, weil wie gesagt, ich finde, das liegt an der Farbe. Die anderen Farben, kräftigen Farben sind wirklich sehr gut, aber bei denen sollte man echt aufpassen bzw. gleich die Finger von lassen, weil ja, nicht so gut. Als nächstes habe ich ein Produkt, was eigentlich so ein mega Beauty-Klassiker ist, aber ich war davon irgendwie nicht sehr überzeugt. Für mich hat es nicht funktioniert und vielleicht liegt es wieder an meiner Dummheit, dass ich es irgendwie falsch anwende oder so. Und jedenfalls geht es um den Beauty Flash Balm von Clarins. Und das ist so ein Primer, würde ich sagen, also etwas, was man vor dem Make-up aufträgt und nach der ganzen Pflege, die man sonst benutzt. Und das soll, also hier steht Brightens und Tightens, also es soll irgendwie ein bisschen noch einen strahlenden Teint geben, vielleicht schon vorher den Hautton ausgleichen und irgendwie die Poren entweder auffüllen oder so zusammenziehen. Aber das einzige Problem, was ich mit diesem Produkt habe, ist, dass es bei allen meinen Foundations, wenn es damit reagiert, anfängt zu krümeln. Also ich habe auch versucht, weniger Produkt davon zu verwenden oder das wirklich in streichenden Bewegungen aufzutragen, weil man soll es ja nicht verreiben. Aber immer wieder krümelt das, ich weiß nicht, was da drin ist, was dann irgendwie nicht gut reagiert oder so mit Make-up. Finde ich voll schade, weil ich finde den Grundgedanken dahinter sehr gut. Den konnte ich jetzt nicht so gut testen, weil es halt sofort irgendwie schlechter aussieht als vorher. Und das ist halt sehr schade, weil der wirklich sehr beliebt ist bei vielen Leuten und deswegen habe ich es mir geholt, weil es ist halt irgendwie wirklich ein Klassiker, den viele in ihrer Gesichtsroutine oder Make-up-Routine haben. Also leider kann ich das nicht benutzen, höchstens wenn ich danach gar kein Make-up auftrage, aber das ist halt eher selten der Fall bei mir und ja, mega schade.
So, das waren alle Produkte, die ich euch zeigen wollte. Alle Produkte, die ich bisher enttäuschend fand, mit denen ich nicht so zurechtkomme oder von denen ich mir einfach mehr erhofft habe. Und dann würde ich sagen, war es das. Ich hoffe, das war informativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss! Und zwar ist das dieser Mückenstich.